Guten Morgen, liebe Freunde. Diesmal war ich schneller, weil ich Dana abgelenkt habe. Und herzlich willkommen zurück bei der besten... bei dem besten... Format, wenn es hier um Musik geht, Pro vs. Con, hier mit mir, Rahim, und meinem Dauerspezialgast, Dana Rolle. Sie ist hier der Consumer, deswegen heißt das Format Pro vs. Con. Natürlich werden da auch ein paar Pros, ein paar Cons reingeklatscht hier in die Kommentare, aber nicht allzu viele Leute. Wir haben die 50.000 Abos geknackt. Mitten in der... Ja, hast schon vergessen, aber das gibt's ja gar nicht. Vielen, vielen Dank. Wir danken euch so sehr. Ich vor allen Dingen, weil es ist ja eigentlich mein Kanal. Dana hat aber noch einen eigenen Kanal, da geht auch einiges ab. Das könnt ihr unten nochmal abchecken. Auf jeden Fall ist verlinkt. Aber erstmal vielen Dank für die 50.000 auf meinem Kanal. Wirklich unglaublich. Vergesst Dana, bleibt einfach nur bei mir. Danas Content ist langweilig, vor allem die Videos, wo ich auch mit drin sitze. Gut, das kann vielleicht sein, aber ja gut. Also, naja, auf jeden Fall, wir hatten ja auch letztens die Korea-Box ausgepackt. Live auf Instagram hatten wir das Ganze festgehalten. Der eine oder andere weiß vielleicht sogar noch, was drin ist. Falls ihr es verpasst habt, dann tut es mir leid. Wir haben leider nicht bedacht, dass diese Live-Sachen auch nur 24 Stunden online sind. Ups. Aber wir hatten ein Video gemacht, wo wir die Snacks vernascht haben, die in dieser Korea-Box drin waren. Das war auch sehr, sehr nice. So, wir haben jetzt aber Inhalte noch gehabt in der Courier-Box, die wir verlosen wollten. Und da geht's dann hier jetzt in dem Video drum, aber erst am Ende des Videos. Wir gucken uns erstmal Monster X an und versuchen es zumindest, dass es durchgeht. Fingers crossed mit X-Phenomenon. Wir hatten das natürlich schon mitbekommen, direkt Release Day und so weiter und so weiter. Wir haben uns nur zurückgehalten. Und wir haben es sogar noch nicht angeguckt. Doch, ich habe schon reingehört. Ich habe es nicht also ich habe den Du hast schon reingehört bei Dings. Oh. Ja, ich hatte schon reingehört, aber ich habe mich aber eben zurückgehalten wegen weil die japanischen Videos immer sehr schnell gesperrt werden, aber trotzdem, es waren jetzt so viele, die nochmal gefragt haben, wir nehmen das Video jetzt auf, versuchen es und hoffen, dass es durchgeht. Falls ihr es seht, dann ist es durchgegangen, kann aber nachträglich auch immer noch gesperrt werden, also es ist immer so eine Sache. Naja, und am Ende erzählen wir euch dann mehr zur Verlosung. Auf jeden Fall sind 3 schöne kleine Päckchen, die wir da für euch vorbereitet haben. So, dann schalten wir mal um in das Fenster, wo hier wir das Video sehen. So, und los geht's. Okay. Hast du noch gar nicht gehört? Nein, noch gar nicht. Ich glaube, nee. Laut. Like a viral infection. Okay, wir unterbrechen jetzt schon, weil wir... Hä, wieso bin ich immer so überrascht? Alle schreiben immer 5 Sekunden im Song, Dana, what? What the fuck? Was? Wie? Ich weiß aber gar nicht, was ich von dem Video, also womit ich rechnen soll. Es ist immer anders, als ich denke oder so. Keine Ahnung. Ich könnte auch nicht beschreiben, was ich erwartet hätte, aber nicht das anscheinend. Oder gar keine Erwartung. Ich werde relativ häufig pausieren, so wie ich das am Anfang gemacht hatte, als ich den Kanal gestartet hatte, in der Hoffnung, dass es dann eher durchgeht. Dafür kriegt ihr den Song. Auf jeden Fall vom Tempo her schon mal gut dabei. Und ich fand auch die Adlibs hier am Anfang schon mal sehr, sehr nice, die hier so reinkamen. Dieses... Krass, weil es ist so ein Intro, aber du bist irgendwie direkt in dem Song drin. Ja. Ach so, ja, deswegen bist du vielleicht überrascht. Ja, das stimmt. Man ist wirklich direkt schon... Geht gut ab, auf jeden Fall. Finde ich, erinnert mich so ein bisschen eben an diese 2012er Sachen, so ein bisschen an Psy und so weiter. Ja, oder diese poppigen David Guetta-Nummern. Oh, ja. So vom Vibe her einfach jetzt. Ja. Nicht unbedingt von den Instrumenten direkt, aber so vom Feeling her einfach. Ja. Hier war noch eine interessante Stelle. Hier, wo dieser, wie so eine Roboterstimme drunter gelegt ist, ist auf jeden Fall ein Vocal, das, was man da hört. Das ist schon offensichtlich, ne? Dass ja, es ein okay. Aber halt sehr runtergepitcht und nochmal ein bisschen bearbeitet. Gut verzerrt auf jeden Fall. Verzerrt. Also digital, dass es so ein bisschen digital klingt, wie so ein Roboter eben. Ja.
노래 오플레는 내가 왔다 기분 우리 칼날에 take a basic 미큐와 매력 코코로니 몬 레이식 교메이시 코사스루 엑스니 코코로 blazing ready my spaceship. Boah, auch gut Tempo hier im Rap, ne? Das ist schon einiges auch mit den Doubles dann, die dann richtig schön stereo platziert sind. Also einmal hart rechts, einmal hart links, die Doppelungen, die extra aufgenommenen Doppelungen. Ja, der hatte hier vorne schon, hast du schon gesehen, am Kragen. Viel Vêtements, Yoshi Yamamoto. Nicht schlecht, mal wieder die Jungs. Dann kommt ein kleiner Pre-Chorus jetzt hier. Achtung. Wieder ganz anders. Also, ja, richtig schöne Stimme. Ich versuche gerade alles zu beachten, da muss ich mal direkt so mitmachen. Ich dachte, du reagierst auf die Stimme gerade, weil die Stimmen auch wirklich, finde ich, irgendwie gut zur Geltung kommen. Ja, auch. Ich kann nicht auf alles achten. Ja, mittlerweile solltest du auch was gelernt haben hier. Du hast jetzt auf die Stimmen, ja, jetzt okay. Ich erkläre mal, was ich gelernt habe. Also es war so ein Pad, ein flächiges Pad war ganz unten. Das war so ein bisschen für die Atmosphäre. So ein und dann war so ein Synthesizer. So 80s-mäßig. Und jetzt habe ich dann kam so ein Xylophon, Marimba, Kalimba. Ja, können auch so ein Vibraphon eher vielleicht. Das hatten wir bisher noch nicht, das zählt nicht. So ein Schlägelinstrument. Ja. Okay, das war's. Das war meine Analyse. Vielen Dank. Okay, ja, nicht schlecht. Und jetzt kannst du mir sagen, wie sehr ich daneben lag und was ich für Mist geredet habe. Nö, eigentlich ganz gut getroffen. Wir sind halt hier im Pre-Chorus eben dieses typische, da haben sie es mal runtergezogen, alles, die Akkorde dürfen ausklingen. Da ist aber eigentlich das, was man im Hintergrund, genau, das ist so ein Synthesizer, der eigentlich schon so, ja, arpeggiated spielt, aber mit einem High-Cut drauf, deswegen hört man den auch erst ganz wenig nur. Der wird so reingefahren. Ne? Genau, der wird dann so langsam reingezogen. Genau. Hier schöne Harmonie auch, hier in den Vocals. Ne, dieses Yoni. So richtig typisch Dance-Zeiten, dieser Synthesizer, der da spielt. Das meintest du. Ja, das ist ein typischen Synthesizer-Plug-Sound, würde man wahrscheinlich eher sagen. Also das hat nicht mehr so viel mit einem Mallet-Instrument zu tun, also mit einem Schlägelinstrument, aber ja, so in die Richtung auf jeden Fall. Ne, und das ist genau der, den man jetzt hier hört. Der ist vorher auch schon drin, aber eben mit dem High-Cut. Also die Höhen sind rausgefiltert worden. Oh mein Gott, hast du sein Gesicht gesehen? Wie funktioniert das? Was willst du denn machen? Okay. What? Was ist das? Das ist so... Aus dem Ei gepellt. Ja. Wahnsinn. Da kann man nur neidisch werden. Das ist so pure perfection, wie er da steht und dieser Blick so... I'm pretty. I know. Da ist schon wieder weich geworden. So. Also die ganzen Männergruppen, die hier... Ich bin neidisch auf deren Haut. Du kannst es mal angucken. Das ist wie ein Babypopo. Das stimmt allerdings. Was ist besser? Also, was ist noch? Man sagt ja so weich und so glatt wie ein Babypopo. Ich versuche gerade davon noch mal eine Steigerung zu finden. Ja, so weil weich. Das ist deren Haut. Du musst einfach sagen, so weich und glatt wie eines K-Pop-Idols Haut. Wie so die Haut eines... So nee, das war besser deins. So glatt und weich wie die eines K-Pop-Idols Haut. Ja, deswegen war es Quatsch. Ich wollte es gerade umdrehen. Aber ich dachte, das würde poetisch klingen. So weich und glatt wie die Haut eines K-Pop-Idols. Jetzt ein normaler Satz. Irgendwie langweilig. Okay. Also wenn du das jemandem sagst, der nicht so viel K-Pop hört oder gar nicht, dann wird sie dann auch erstmal denken, ich glaube, du verdrehst da ein Sprichwort.
Aber wir müssen schon wieder so oft stoppen, aber gut, ihr wisst warum. Ich habe richtig Spaß an den Instrumenten. Ich hoffe, das Video kommt durch. Das ist meine einzige Sorge gerade. Ne, ihr typischer super Tape-Stop oder Vinyl-Stop. Und auch ein sehr schneller. Also man kann da natürlich auch immer das Tempo einstellen, wie schnell das stoppen soll. Ich habe die Nummer ja schon gehört und das ist ja auch das Ding. Genrewechselmäßig ist ja einiges los, das wusste ich schon, da fällt da gerade aber vom Stuhl. Weil das ist wirklich Transformers, Alter. Aber das ist ein krasser Wechsel Bumblebee halt hier. Wird so zum Monster. Das ist ein krasser Wechsel hier von dem, was vorher abging. Also sehr, sehr interessant. Richtig so Sci-Fi-Sounds auch drin, kann es sein? Ja, kann man schon so bezeichnen, denke ich. Was vielleicht interessant ist, hier die Vocals ist nicht nur eine Stimme, die man hört, sondern es ist wirklich auch schon mehrstimmig und wahrscheinlich, also auch harmoniemäßig in mehreren Tönen gesungen. Ich finde, Tonlagen versteht man einfach besser, weil man in so einer Lage, also in verschiedenen Tönen auf jeden Fall gesungen, die Melodie, so dass es zueinander harmoniert. Deswegen klingt das auch so sehr dick. Das ist auch im Stereo-Panning dann gut verteilt, aber ich finde, es klingt vom Mix her auch ein bisschen so, als würde man nur eine Stimme hören, aber es sind mehrere Stimmen. Und wieder zurück. Ich halte mich mal am Stuhl fest. Also, ne, das ist halt. Guck mal, der hat schon wieder so geguckt. Der ist so. Ja, bei jedem Shot hat er bisher so geschaut. What? Ja, er weiß halt, wo und wie seine Schokoladenseite ist und aussieht. Also. Wüsste ich auch gern. Ja. Vielleicht. Gut, das werden wir nicht mehr erreichen, glaube ich, in unserem Leben, es sei denn, wir lassen uns noch ein paar Schönheits-OPs im Gesicht machen. Ich zumindest. Definitiv die Nase. Ich meine, guck mal, die Perfektion seiner Nase ist ja auch schon wieder beneidenswert. Aber ich habe ja gelesen und gehört, dass da bei den K-Pop-Menschen auch so ein bisschen nachgeholfen wird. Gerne. Oh, das glaube ich. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber nicht offiziell. Das weiß ich nicht. Es hatten einige in der Community einfach nur geschrieben, dass da halt gerade in dieser so Recruiting-Phase, in der Recruiting-Phase da auch immer schon einiges gerichtet wird, damit sie einfach nochmal perfekter aussehen. Ansehnlicher werden. Boah, naja. Das sind ja alle so Pretty Boys, da kann man ja, gut. Ich finde hier immer wirklich sehr schön, gerade, man hört es, finde ich, am meisten in diesen ruhigen Parts, also in diesem Pre-Chorus, wenn da alle Stimmen so schön einsetzen und harmonisch angelegt sind, finde ich wirklich super schön. Na, auch mit diesen Bögen, die dann so, ja, und dann auch wirklich ganz oben eine Stimme und das ist schon echt schön. Das ist halt auch geil, weil er hier von der Bruststimme in die Kopfstimme so wirklich schön reinkommt. So. Das war jetzt erstmal, glaube ich, dass man gesehen hat, dass einer die Lip-Syncing macht. Echt? Oder? Ich habe vorher keinen gesehen. Ich auch. Oder? Ja, weiß ich. Ich habe auch nicht so drauf geachtet. Und weiter. We start as a phenomenon.
Ich finde hier auch dieses ganz hohe, dieses Der ist doch so ein Ladesound. ja, weil er da auch, genau. Ja. Aber es klingt ein bisschen, also Aber nicht, das finde ist ich ja auch typisch der wie eine Sound. Pistole, sondern ein bisschen Gewehr. höher irgendwie. Hast du ihn gehört? Wen, was? Nee. Achso, ja. Was vor allen Dingen, finde ich, viel hier auch füllt, sind immer wieder diese Becken, die hier auch schön immer durchspielen. Das haben wir auch in den Verse-Parts gehabt. Aber in der Hook genauso. Also wirklich die Becken, die hier immer ja, fast hast du es hingekriegt. Aber sehr krasser Adlib auf jeden Fall. Wunder mich, dass der so weit vom Mixer so weit in den Hintergrund gelegt wurde. Ja, richtig Epic Sounds hier in den Hook-Parts. Vom Arrangement halt auch super knackig geworden, ne? Weil es 3 Minuten, die haben sich den C-Part einfach weggespart, aber dafür ballert das Ding hier umso mehr. Ne? Ja. Genau diese Reaktion. Ich weiß gerade nicht über meinen Kopf. Arbeitet gerade, was ich gerade noch sagen will, ob ich was zu den Stimmen sagen will, ob ich noch was zu dem Song, zu der Musik sagen will, ob ich was zu deren Outfits sagen will. Ich glaube, ich kann nichts mehr sagen. Gut, vielen Dank. Ich auch nicht, beziehungsweise möchte ich jetzt zur Verlosung kommen, Leute. Wie gesagt, wir haben die Korea-Box, hatten wir ausgepackt. Die Videos könnt ihr euch, eigentlich ist es nur ein Video, und zwar, wo wir BTS Being Hot for 10 Minutes Straight Video haben uns angeschaut. Da haben wir die Snacks vernascht, also nicht BTS, sondern echte Korea-Snacks. So wie BTS. Echte Korea-Snacks. Okay, das hätte man jetzt wirklich so auslegen können. So, auf jeden Fall waren da auch ein paar andere schöne Sachen dabei, wie zum Beispiel dieser Banner mit Monster X eben drauf. Wirklich alles komplett hier Stoff, schön gekettelt, die Außennaht, und Achtung, ja, ich habe es mir gemerkt, das Wort, die Rückseite finde ich besonders schön. Das sieht richtig cool aus. Ja, das sieht wirklich mega geil aus. Ich glaube, sowas könnte man auch bei einem Konzert oder so echt super geil sehen. Das ist wirklich nice. Ich kann mich ja mal ans andere Ende vom Studio stellen und dann kann man testen, ob man es immer noch sieht. Ich glaube, war nicht erst ein Monster X Konzert in Deutschland, aber es ist ja auch in Mannheim oder so, dieses Fingerhard Festival. Ja. Und irre ich mich jetzt, oder ist da auch Monster X? Hart ist da auf jeden Fall. Das weiß ich nicht, das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ich möchte jetzt aber zur Verlosung kommen. Darf ich das jetzt durchziehen? Ja. So, damit wir es endlich mal auch hier euch ermöglichen können, dass ihr das gewinnen könnt. Also, es gibt einmal diesen Banner, Nummer 1. Das wäre ein Gewinnpaket sozusagen. Das nächste Gewinnpaket ist auch mit Monster X drauf, und zwar diese Herzdose aus Tin. Blech. Box? Blechbox? Ja. Genau, irgendwie sowas. Da ist nichts drin, aber dafür Monster X drauf. Und das wäre das zweite Paket. Und das dritte Paket, hat Dana schon sehr gut reingehalten, ist etwas mit BTS drauf. Und zwar ein Lesezeichen. Ich versuche das mal hier in die richtige Richtung zu drehen. So, ein Lesezeichen von BTS mit BTS auch drauf. Das kam auch genauso verpackt so bei uns an, mit diesem süßen Schleifchen hier in der Farbe Lavendel. Ist das eine Farbe Lavendel?
Das ist auch eine Farbe. Und weil wir dachten, dass es vielleicht zu wenig ist, geben wir euch, weil das einige im Livestream auch schon angefragt und betont hatten, dieses Blatt hier noch dazu, wo der wunderhübsche und süße Jimin drauf ist. Genau, hier von der Korea Box eben mit dem July Issue 2019. Hinten sind auch nochmal die Infos, die wir euch vorgelesen hatten aus dem Livestream drauf. Falls euch das auch interessiert, legen wir das eben mit hier in dieses Paket dann quasi rein, das dann das BTS-Paket ist. Ja, so. Jetzt zurück mit dem Fokus hoffentlich. Ich denke, ja. So, was müsst ihr tun, um gewinnen zu können? Jetzt kommen die Teilnahmebedingungen. Ihr müsst natürlich Abonnent dieses Kanals sein. Ja, das ist ja klar. Und das kann man auch sehen übrigens. Habe ich endlich herausgefunden. Und noch zusätzlich auf Instagram bitte folgen. Und da wird jetzt dann das Bild online sein, unter dem ihr dann kommentieren dürft, wenn ihr wollt. Müsst, um mitmachen zu können. Um mitmachen zu können, müsst ihr unter dem Bild kommentieren. Genau, und zwar einmal Hashtag MonsterX für, wenn ihr eins der beiden Monster, also wirklich eins der beiden Monster X-Pakete haben wollt. Eben einmal den Banner könnt ihr dann bekommen. Wir werden das random aussuchen und die Leute dann per DM kontaktieren, wer dann eben den Banner bekommt und wer das Herz bekommt. So, jetzt haben wir gefunden, wer das Herz bekommt oder ihr kommentiert mit Hashtag BTS, um das Lesezeichen zu bekommen und dieses Blatt. Vielleicht können wir noch drauf unterschreiben. Ja, ich sehe zwar gerade keine freie Stelle, aber vielleicht hier oder so neben Jimin. Nee, wenn die es doch so aufhängen, dann ist das... Naja. Also, wir können hier dann noch unterschreiben. Also, Hashtag BTS für dieses Paket von BTS unter dem aktuellsten Bild auf meinem Instagram-Account, den ich hier jetzt nochmal schnell einblende. Der ist unten aber auch verlinkt. Ja, das funktioniert wieder wunderbar. Ich sollte mir das irgendwie anders einrichten, habe ich so langsam das Gefühl. Ich auch. Ja. Ansonsten ist es unten verlinkt, Leute, ihr wisst Bescheid. Oder Hashtag eben Monster X für diesen Banner. Ich finde den echt genial. Ich weiß nicht, ob ich den weggeben soll. Das Stoff fühlt sich... Es fühlt sich sehr weich an. Der Stoff fühlt sich echt super. Möchte man sein Gesicht drauflegen. Was ich besonders geil fand, ist, also die Gesichter sind drauf gedruckt einmal, ne? Aber dann auf der Rückseite sieht man auch das Logo eben drauf. Geklebt. Also die Buchstaben sind geklebt, ja, denke ich mal. Aber eben, dass man das Logo noch sieht. Gedruckt, dahinter. Ach, stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das habe ich auch im Livestream auch schon gesagt. Naja, wenigstens hört ihr mir ja zu. Also, Teilnahmebedingungen, Abonnent des YouTube-Kanals sein und Follower auf meinem Instagram-Account, den ihr unten in der Beschreibung auch nochmal findet. Ich blende es hier auch nochmal schnell ein. So, ihr wisst es. Dann bekommt ihr dann eben entweder das Herz oder den Banner oder mit Hashtag BTS könnt ihr dann das Lesezeichen oder beziehungsweise Jimin mit in einem Paket bekommen. Und wir unterschreiben das noch. Ja, machen wir. So, das war alles. Was vielleicht noch interessant ist, das Ganze läuft bis zum nächsten Samstag. Datum ist der 27.07. Und da werden wir das Ganze dann da für uns dann hier dann alles aufsammeln und einsammeln und gucken, wer da überall mitgemacht hat und wer was möchte. Und auflösen werden wir es am Sonntag, den 28.07. Also genau in einer Woche lösen wir das Ganze dann mit dem Video am 28.07. Sonntag um 9 Uhr auf. Ja, das war's. Das war's. Die Teilnahmebedingungen und so findet ihr dann auch nochmal alles unten in der Infobox. Genau. Falls ihr was nachlesen möchtet oder müsst. Und dann... War's das. Puh. Das ist meine erste Verlosung. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht und verzeiht, wenn es ein bisschen länger gedauert hat mit der Erklärung. Ich hoffe, dass das Video online geht. Das ist meine einzige Sorge. Ich hoffe auch, aber ich gehe davon aus einfach, dass ihr es gerade seht. Also waren unsere Sorgen deine Sorgen umsonst und es hat geklappt.
Yay! Und bis zum nächsten Video.